Es ist vorbei. Modern Talking ist Geschichte seit genau 18,5 Stunden. Da endete das Abschiedskonzert gestern Abend in Berlin. 13.000 Fans waren gekommen, um ihren Stars Lebewohl zu sagen. Goodbye, Modern Talking. Ihre größten Hits, die schönsten Momente, der Abschied. Es ist Samstagabend in der Berliner Wuhlheide. Noch 2 Stunden bis zum Konzert. Dieter Bohlen kommt. Bis jetzt ist alles Routine für den 49-Jährigen. Herzliche Begrüßung mit dem Team hinter der Bühne. Selbstbewusste Siegerpose für den Fotografen. Kurz, alles wie immer? Nicht ganz. Es ist der letzte Modern Talking Abend. Auch Bohlen-Freundin Estefania scheint etwas angespannt. Ist es denn wirklich ein anderes Gefühl als sonst? Es ist irgendwie schön und irgendwie natürlich auch traurig und so. Es ist irgendwie alles. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt freut, dass es irgendwie zu Ende ist oder so. Überhaupt nicht. Ich hatte sonst noch nie so ein letztes Konzert. Und ich bin sehr gespannt, was da heute eben passiert. Ich hoffe, dass wir einen schönen Abend haben. Ja, ich meine, unsere Fans sind schon unschlagbar, sonst also auch immer gewesen. Also das war, aber so ein bisschen klar, so ein extra Häubchen an Emotionen wird bestimmt so auf jeden Fall so beim allerletzten Song bestimmt dabei sein. Und vor allen Dingen eben auch, wenn wir dann You're My Heart, You're My Soul singen, das wird schon toll. Zur Erinnerung, Modern Talking, wie alles begann. Wir schreiben das Jahr 1984. 2 bislang fast völlig unbekannte Musiker gründen ein Pop-Duo namens Modern Talking. Der 30-jährige Dieter Bohlen und der 9 Jahre jüngere Thomas Anders präsentieren einen bisher noch nicht dagewesenen Party-Sound. Ihre erste Single verkauft sich weltweit 8 Millionen Mal. You're My Heart, You're My Soul wurde in Deutschland und Europa praktisch auf Anhieb vergoldet. Eine einzigartige Erfolgsgeschichte hatte begonnen. Modern Talking, wofür stand und steht das? Das selber. Also ich glaube für eine gut tanzbare Popmusik und natürlich in den 80er Jahren auch für ganz innovative Musik. Also ich glaube schon, dass wir hatten damals so einen Sound kreiert, also Luis Rodriguez und ich, der einzigartig war, der dann oft kopiert worden ist. Und ja, und dieser Sound ging damals so um die ganze Welt. Und gerade in England geht jetzt so ein Revival los, dass auf einmal so Nummern klingen oder so genau wie wir 1985 geklungen haben. Da war ich habe jetzt so ein paar Nummern aus England, ganz neue gehört, die waren wirklich, ich dachte, ey, das habe ich selber produziert und habe es nicht mitbekommen. Ich glaube schon auch, dass das jetzt wieder so ein Sound ist, der kommen wird. 3 Jahre lang folgte ein Nummer-1-Hit dem nächsten. Von You Can Win If You Want über Cherry Cherry Lady bis zu Atlantis is Calling. Alle Songs wurden zu 80er-Hymnen, die wirklich jeder mitsingen konnte. Modern Talking, diesen Namen kannte man bald weltweit. Und die beiden Sänger mit den hohen Stimmen und der knackigen Sonnenstudiobräune natürlich auch. Dieter Bohlen, der blonde Hühne mit der Fokuhila-Frisur und Thomas Anders, der dunkle mit dem Nora-Kettchen und langen Lockenmähne. Damals der letzte Schrei. Heute zum Schreien, sagen die beiden selbst. Ja, ich sehe mich also in blauen, gelben und grünen Trainingsanzügen. Natürlich die Stink, was mir Boris Becker dann geklaut hat, was dann immer firmierte unter der Bäckerfaust. Aber die hat es wirklich schon 15 Jahre nachweislich vor Becker gegeben. Ich meine, natürlich, also ich fand die Frisur im Nachhinein, wenn man das jetzt sieht, auch natürlich irgendwie unmöglich. Aber damals ist man so rumgelaufen. Bei Thomas war das anders. Thomas hat sich schon unheimlich viel Gedanken über Mode und sowas gemacht. Also mir war das relativ egal. Ich habe damals da diese Adidas-Sachen von Adidas umsonst gekriegt. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, wenn die dir das Zeug schon schenken, dann kannst du es auch anziehen. Gut, das sind 2 verschiedene Menschen. Das würde jeder glauben, dass ich mit der Person, die halt eben mit den 80ern mit Modern Talking sehr erfolgreich war, nichts mehr gemeinsam habe. Also das Äußere hat sich hoffentlich zum Guten gewandelt und man ist einfach älter geworden, man ist hoffentlich auch ein bisschen weiser geworden. Kaum eine Band ist dabei so oft von Kabarettisten und Komikern auf die Schippe genommen worden wie Modern Talking. Let's close the door and believe my burning heart.
Doch allen Unkenrufen zum Trotz verkauften die zwei in diesen ersten 3 Jahren 60 Millionen Platten weltweit. Skurrile Doppelwirkung. Es gibt ja ein paar Grundregeln von Kabarettisten. Das ist ja erstmal, du kannst ja nur über irgendeinen lästern, den die Leute überhaupt kennen. Und ja, wen kennen die überhaupt noch? Wenn du jetzt irgendwie, sag ich mal, einen Joke machen würdest über Bryan Adams, den kennen irgendwelche, so ich sag mal 5% oder 10% der Deutschen kennen Bryan Adams, aber 90% eben nicht. Also musst du jemanden haben, der ganz breit ist, also von jung bis alt. Wenn man dann eben wirklich an mich denkt, mit langen, lockigen Haaren und mit rosa Lipgloss und, ich muss es selbst noch mal erwähnen, mit halt eben der Nora-Kette, das gab natürlich den ganzen Kritikern und natürlich Karikaturisten viel Futter. An Modern Talking kam eben keiner vorbei, auch die Prominenten nicht. Kaum einer, der damals nicht zu Brother Louie und Co. abrockte, wenn man mal ganz ehrlich ist. Musik sind Emotionen immer und die Leute in der jeweiligen Zeit verbinden da immer was mit und natürlich wird es so sein, dass in 15 Jahren viele Leute mir sagen, damals bei Für dich von Yvonne Katterfeld, da habe ich mein Kind gezeugt oder ich weiß nicht was, das ist ganz normal. Musik ist emotional und sehr emotional war dann 1987 auch plötzlich Schluss. Erst kriselte es, dann krachte es. Modern Talking trennte sich. Das Aus kam spontan und mit viel Geläster auf allen Seiten. Fakt ist, zu diesem Zeitpunkt waren Dieter Bohlen und Thomas Anders das erfolgreichste deutsche Popduo aller Zeiten. Und das wollen heute Abend hier, kurz vor der zweiten Trennung, alle noch einmal live sehen. Als Vorgruppe stand gerade Yvonne Katterfeld auf der Bühne. Der Bohlenschützling legte mit Nur für dich eine wochenlange Nummer 1 hin. Produzent? Natürlich der Dieter. Und der könnte nicht zufriedener mit Yvonne sein. Machst du ja sogar. Ich bin ja ganz stolz auf sie. 6 Wochen Nummer 1 in Deutschland. Wow! Ja. Dennoch, vor dem großen Abschiedskonzert die Fans für sich zu gewinnen, war gar nicht einfach, sagt Yvonne. Wenn ich mal Modern Talking den Namen gesagt habe, dann kam gleich das ganze Publikum und jubelte. Man merkt das schon und Ja, die freuen sich schon, dass es jetzt endlich zu Ende ist. ja, das glaube ich eher nicht. Sonst wären die ja heute nicht gekommen. Ja, die können es nicht glauben. Die kommen nur, damit wir es wirklich beweisen. Und das werden sie beweisen. Während Yvonne noch Dieters Anzug säubert, ist draußen auch Thomas Anders eingetroffen. Ganz schön knapp. Noch 5 Minuten bis zum großen, letzten Auftritt. Mitten auf dem Flur bekommt er schnell noch die Pyrotechnik der Bühne erklärt, damit nichts schief geht. Jetzt noch schnell in die Garderobe und dann, ja dann, kann's endlich losgehen. Die Menge tobt, die Gewitterwolken des Nachmittags haben sich verzogen. Alles, auch das Wetter, scheint wie gebannt auf diesen letzten Auftritt zu warten. Hinter der Bühne letzte Handgriffe, kurze Einweisung. Eine leichte Nervosität liegt in der Luft. Dann endlich der Startschuss. Modern Talking geht zum letzten Mal auf die Bühne. Guten Abend, Berlin! Ich wollte eigentlich jetzt noch gar nichts sagen, aber ich sehe so ein paar traurige Gesichter hier unten. Ihr müsst nicht traurig sein. Ich wünsche mir, dass ihr genau die gleiche Stimmung habt wie in den letzten Jahren auch. Und ich verlasse mich auf die Berliner. Hinter der Bühne grooven Anders Ehefrau Claudia mit Sonnenbrille und Estefania zum letzten Mal mit. Dieter war es wichtig, dass Estefania da ist oder am besten gleich die ganze Familie. Es ist schon schöner, wenn man zu zweit jetzt wegfährt. Und es wäre natürlich noch schöner, wenn man immer die ganze Familie dabei hätte. Also ich fände es natürlich auch toll, wenn jetzt auch meine Kinder dabei wären. Aber ich hatte die gefragt und die hatten einfach keinen Bock heute. Schade eigentlich. Sie hätten ihren Vater in Bestform erlebt. Der hatte seine Fans an diesem traurig schönen Abend nämlich voll im Griff. Danke. Hallo Berlin! Könnt ihr alle mal ganz zusammen, alle mal so richtig Buh machen? Weil, also heute finde ich das, also ich habe mich noch nie in meinem Leben über ein Buh gefreut, wirklich noch nie. Aber heute ist das was anderes, denn es zeigt mir, dass ihr auch ein bisschen traurig drüber seid, dass jetzt mit Modern Talking zu Ende ist. Aber die Fans im Wechselbad der Gefühle. Doch es nützt alles nichts. Das letzte Konzert muss genossen werden. Es wird gerockt, geträumt und gesungen. Schließlich haben die meisten hier schon eine Trennung vergeben und eine sensationelle Wiedervereinigung miterlebt. Vor 5 Jahren war es so, dass sie einfach auch diese Lust wieder hatte, You're My Heart, You're My Soul, nach 11 Jahren wieder zu singen. Da machst du ja wirklich, wenn du das 11 Jahre nicht gesungen hast, das war irgendwie klasse. Und dann war es natürlich auch so, ich wusste sowieso in dem Moment nicht irgendwie, was ich so richtig machen sollte. Und das ist, Mensch, Musik ist nur Gefühlssache alles. Man muss diese Nase haben und meine Nase ist dick genug.
Und seine Nase hatte recht. Das Erfolgsrezept: alte Songs, neuer Look. Jogginganzug und Pluderhose waren Maßanzügen gewichen. Das Nora-Kettchen und die Matte: Vergangenheit. Modern Talking präsentierte sich cool, hochmodern und mit bewährtem Klang. Sie starteten eine Welttournee nach der nächsten und heimsten ganz nebenbei Auszeichnungen im Dutzend ein. Dazu hunderte Gold- und Platinscheiben. Immer neue Singles aus der Erfolgsfeder Bohlens schossen in die Charts. Formel-1-Hymnen wie Win the Race, Tanzscheiben wie Juliet oder der Song zur Show TV Makes the Superstar. Modern Talking war zurück. Ja, diese großen Auftritte, die wir hatten, also eben vor ganz vielen Menschen, die mir unheimlich nahe gegangen sind. Wir sind ja einmal so irgendwie vor über 200.000 Menschen aufgetreten. Dann natürlich diese vielen Auftritte im Kreml, die mich immer unheimlich bewegt haben, eben auf dem Roten Platz und so. Da wundert man sich natürlich auch über die deutschen Medien ein bisschen, wenn Paul McCartney einmal auf dem Roten Platz spielt, ist das was ganz Tolles. Wenn Modern Talking da 15 Mal ist, aber so ist es eben. Der Mega-Erfolg von Modern Talking war eben längst selbstverständlich geworden. Und so kam der 7. Juni, für alle völlig überraschend. Vor 25.000 verdutzten Fans verkündet Dieter Bohlen in Rostock das Aus für Modern Talking. Eine spontane Entscheidung, die dennoch länger gereift war. Jetzt, Mensch, da sind 25.000 Leute hier heute in Rostock. Und wenn ich das sage, hätte ich mich da lange mit meiner Schallplattenfirma besprochen, hätten die hätten natürlich, nein, lass das und nächstes Jahr 20 Jahre. Und dann hätte ich gesagt, ich kann nicht. Und dann hätten die mich eben wieder überredet, wie sie schon 75 Mal gemacht haben. Weil eigentlich wollte ich schon das Jahr davor aufhören. Und da habe ich gesagt, so, wenn ich es jetzt sage, haben es 25.000 Leute gehört, dann komme ich da nicht mehr raus und dann ist es einfach so. Also das haben wir immer von vornherein gesagt, wir wollen nichts mit irgendwelchem Krampf machen. Also wir wollen jetzt nicht auf Gedeih und Verderb zusammen sein. Wir haben nicht den Bund fürs Leben geschlossen und wir sind keine siamesischen Zwillinge, die nicht voneinander lassen können. Also da sollte man hingehen und sagen, wenn einer nicht mehr will, dann soll man damit aufhören. Dieter Bohlen wirbelt zwischen Single-Produktionen, Werbeverträgen und natürlich Deutschland sucht den Superstar umher. Vor 4 Tagen haben die Castings zur 2. Staffel begonnen. Da war einfach kein Platz mehr für Modern Talking. Ich kann nur noch die Sachen machen, wirklich, die am meisten Spaß machen. Ne? Und wenn da so ein Geklemme und Gedrösel und Gebrösel, das geht überhaupt nicht gegen Thomas. Ja? Aber bei Modern Talking war das so schwer. Das beste Beispiel ist, um eine so eine Single hinzukriegen, habe ich 80, 90 Titel komponiert auf dem Weg dahin. Und da ist der Arbeitsaufwand echt zu viel. Ne? Es ist besser so, sagt auch Thomas Anders. Für ihn zählt jetzt sein Solo-Erfolg. Ich verdanke Modern Talking meine Karriere, sagt er. Und nun ist eben meine Zeit gekommen. Ein Leben ohne Modern Talking, bedeutet das ein Leben mit weniger Stress? Er wird momentan auf jeden Fall mehr. Ganz klar. Aber es ist natürlich was anderes. Es hat da eine Spannung. Es hat einfach insoweit eine Spannung, dass man jetzt für sich selbst verantwortlich ist, dass man selbst die Entscheidungen treffen muss. Das macht es spannender, das macht es aber auf der anderen Seite auch einfacher. Dass man wirklich sagen kann, ich möchte es so und ich habe ein sehr gutes Team um mich herum, ein sehr gutes Management, ich habe sehr gute Berater. Deshalb freue ich mich auf die Zeit, die kommt. Es gibt also eigentlich gar keinen Grund, traurig zu sein. Bohlen und Anders sind ja nicht weg vom Fenster, im Gegenteil. Ich finde auch, dass man das nicht so emotionalisieren sollte. Da haben sich 2 Leute jetzt aufgelöst und Thomas wird irgendwann eine Soloplatte machen und ich natürlich auch. Und das geht dann weiter. Und Thomas wird bestimmt viele Konzerte noch in seinem Leben machen und ich bestimmt auch. Und wir beide bleiben den Leuten erhalten. 22:40 Uhr. 1,5 Stunden Konzert sind rum. Es ist dunkel, es ist emotional und es wird noch schlimmer. Ja, wir kommen zum letzten Stück für diesen Abend. Ich hoffe, ihr singt noch einmal mit uns unseren wohl größten Hit. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Bleibt gesund, bis bald. Danke!